of the land. In Josua seht ihr habt es gelesen, wie Gott Israel ihre Landesgrenzen gegeben hat. And those were the boundaries, and those are what they should protect. Das waren die Grenzen, die sie verteidigen sollten. And so in Deuteronomy 20:21, the rules of engagement for the army of Israel were very clear. In 5. Mose 20:21 wurden die Regeln, die Gesetze zur Kriegsführung für Israel ganz klar beschrieben. You don't be aggressive. Seid nicht aggressiv. If your neighbors want to trade with you, then trade with them. Wenn eure Nachbarn Handel treiben wollen mit euch, dann tut es. But if a nation or a city is there and is going to be aggressive to you, then you be very decisive. Wenn aber eine Stadt oder ein Land euch gegenüber aggressiv ist, dann handelt ganz entschieden. You don't sit there waiting for them to attack you. You take the initiative and you go to them. Dann wartet nicht einfach ab, bis sie euch angreifen, sondern ergreift die Initiative und zieht dorthin. And the first thing you do is offer them terms of peace. Und das Erste, was ihr tun sollt, bietet ihnen Frieden an. And what that meant practically was they would submit themselves to Israel and become vassals, become servants of Israel. Das bedeutet praktisch, dass sie sich unterwerfen würden gegenüber Israel und ihre Vasallen, ihre Diener werden würden. Now, if they hadn't picked the fight, then that wouldn't happen. Aber das sollte auch nicht passieren, wenn die nicht zuerst was angefangen haben. But if they initiate hostilities, then that's the first thing that you do. Aber wenn von ihnen aus feindliche Aktivitäten ausgehen, dann sollt ihr das tun. The second thing, if they refuse that, Zweitens, wenn sie das dann ablehnen, you attack the city, dann greift die Stadt an, you lay siege to it, you destroy it, ihr belagert die Stadt, ihr zerstört sie. and Israel was told to execute every male of military age. Und dann sollte Israel jeden Mann in militärischem Alter töten. In other words, remove the army, In anderen Worten, die Armee beseitigen. which means that people would no longer be a military threat. Dieses Volk wäre dann kein militärische Bedrohung mehr. And the understanding behind all warfare in the Old Testament Das Verständnis hinter der ganzen Kriegsführung im Alten Testament is the outcome. It does not depend on the military might of Israel, but on God-given victory. ist folgendes. Das Resultat hing nie ab von der militärischen Macht Israels, sondern ob Gott ihnen den Sieg gegeben hat. And I'm sure you've seen that over and over again. Das habt ihr bestimmt auch schon immer wieder gesehen. God is the one who gives victories. Gott ist derjenige, der den Sieg gibt. Now, it's also helpful for us to understand a little bit about how ancient warfare worked, because we're reading so much about it. Es ist auch hilfreich, wenn wir ein bisschen verstehen, wie damals Kriege geführt wurden, weil wir so viel darüber lesen. And it's interesting to know that, just to either know or be reminded, that warfare didn't change for thousands of years. Interessanterweise hat sich Kriegsführung Jahrtausende lang nicht verändert. Nicht viel. It was the introduction of gunpowder that changed everything in warfare. Erst mit der Einführung von Schießpulver hat sich alles verändert in der Kriegsführung. Because with gunpowder you then saw cannons develop and then bullets and bombs and just a whole different thing. Mit Schießpulver wurden dann Kanonen entwickelt und Kugeln und Bomben und dann ist Krieg damit ganz anders geworden. But before that time, warfare was conducted with swords and shields and spears and bows and arrows, and that didn't change for millennia. Davor wurden Kriege mit Schwertern geführt, mit Schildern, mit Speeren, Pfeil und Bogen, und das hat sich jahrtausendelang nicht verändert. Now we look at that briefly a little bit later. Das schauen wir uns später noch mal kurz an. But just a brief timeline as we think of the period we're looking at. Hier haben wir eine kurze Übersicht, einen Zeitstrahl von der Zeit, die wir uns jetzt anschauen. All of these dates are just suggestive because there's no absolute hard evidence. Die Datierungen sind immer wahrscheinlich oder sind Vorschläge, weil wir da nicht ganz harte
Beweise dafür haben. It's helpful to think of David, that his reign began round about 1,000 years before Christ. So, um sich zu orientieren, die Orientierung mit Davids Regierung, die fing ungefähr 1000 Jahre vor Christus an. If you see that Saul and David had quite different ages, Wenn man sich anschaut, Saul und David waren von unterschiedlichem Alter. and almost certainly when Saul was anointed king, David hadn't at that time been born. Es ist ziemlich sicher, dass David noch gar nicht geboren war, als Saul zum König gesalbt wurde. Because according to Acts chapter 7, Stephen's speech, Saul reigned for round about 40 years. Denn was wir in Apostelgeschichte 7 lesen, die Rede des Stephanus, da heißt es, dass Saul ungefähr 40 Jahre lang regiert hat. Now it can be hard to see that in 1 Samuel because, as I say, chronology is not important to them. In 1. Samuel sehen wir diese Zeitspanne nicht unbedingt, weil die Chronologie da dem Schreiber nicht so wichtig war. The last thing I want to say about 1 Samuel Was ich noch abschließend sagen möchte zu 1. Samuel, is that there's a very interesting connection between what we have in 1 Samuel and this ancient, I call it a document, I don't know if that's the right word, but it's a piece of stone that's been written on. ich finde es echt faszinierend, die Verknüpfung, die es gibt zwischen was wir in 1. Samuel haben und diesem Dokument, dieser Steintafel. This is known as the Apology of Hatsuisilis. Sie ist bekannt als die Verteidigung des Hatsuisilis. And what it is doing, it is defending the dynasty of this particular king. Sie verteidigt die Dynastie dieses Königs. Now, in ancient times, as even in modern times sometimes, In der damaligen Zeit, wie auch zum Teil heutzutage, the legitimacy of a ruler that comes from the hereditary line. da wurde die Legitimität eines Herrschers von seiner Abstammung her gesehen. And if that changes, it's usually because of a coup. It's because of someone rising up and killing the reigning king. Wenn so eine Abstammungslinie unterbrochen wurde, dann meistens wegen einem Coup d'État, also weil wenn jemand erstanden ist und den regierenden König ermordet hat. Usually the army captain, because he had the military might on his side. Oftmals war das der Obergeneral, der Führer der Armeen, denn er hatte ja die ganze militärische Macht hinter sich. Now you're going to see this in First and Second Kings for the northern kingdom of Israel. Das seht ihr dann in 1. und 2. Könige für das Nordreich Israel. There were 19 kings, but there were 9 different dynasties of kings. Da gibt es dann 19 verschiedene Könige, aber 9 unterschiedliche Dynastien. And when a king rises up, or an army captain rises up, what he's doing, he's grabbing the throne for himself, and his legitimacy could be questioned. Wenn so ein Armeegeneral also einen Aufstand wagte und nach der Macht griff für sich selbst, dann wurde seine Legitimität natürlich in Frage gestellt, ob er das darf, ob er wirklich König ist. But one of the things that Samuel makes very, very clear Etwas, was bei Samuel ganz, ganz klar gesagt wird, is that David did not take the kingdom by force. dass David das Königreich, das Königtum nicht durch Macht ergriff. It shows that the reigning monarch Saul had God's rejection. Es zeigt, dass Gott der regierenden Monarchen, den Saul, abgelehnt hat. Even though it also shows that he was the legitimate choice of God. Obwohl es auch zeigt, dass er die legitime Wahl Gottes war. And as you read 1 Samuel, you know that it was Samuel that anointed David. Und in 1. Samuel seht ihr, dass Samuel David gesalbt hat. But David did not raise an army and create a coup. Aber David hat keine Armee hinter sich versammelt und einen Aufstand inszeniert. In fact, twice he could have easily executed Saul and he refused to do it. Er hatte 2 Gelegenheiten, Saul ganz einfach umzubringen und beide Male hat er sich geweigert. Because he was recognizing
the legitimacy of Saul as king. He was the anointed of the Lord. Sauls Legitimität als König erkannt hat, anerkannt hat. Das ist der Gesalbte des Herrn. When he did become king, firstly it was a tribe of Judah that went to him and said, "We want you to be our king." Als dann zum König wurde, war es erstmal der Stamm Juda, der zu ihm kam und sagt, wir wollen, dass du unser König bist. After 7 years, it was the northern tribes that came to him and said, "We want you to be our king." Und dann 7 Jahre später waren es die nördlichen Stämme, die zu ihm kamen und sagten, wir wollen, dass du auch unser König bist. And when Saul, Jonathan, and other sons of Saul were killed, Als Saul, Jonathan und die anderen Söhne Sauls getötet wurden, you may remember, and you will see in 2 Samuel, how David made it very clear he didn't agree with that. da zeigt es David ganz klar, dass er nicht damit übereinstimmte. Yeah, 2 Samuel opens with one of the most moving laments, I think, in the whole of Scripture. 2. Samuel beginnt mit einem der bewegendsten Klagelieder, meiner Meinung nach, in der ganzen Bibel. You'll read it. It's a lament of David over the death of Saul and Jonathan. Das werdet ihr noch lesen. Das ist ein Lied von David, ein Klagelied über den Tod von Saul und Jonathan. And so, if you have any questions on that, Wenn ihr dazu Fragen habt, I have a question. On the first slide, I saw it was written that there were like charismatic leaders. yes. Yeah, on the first slide. And I'm wondering why did you put it as a charismatic leaders? also ich habe eine Frage auf der ersten Folie, da stand was von charismatischen Leitern zur Richterzeit. Und ich habe mich gefragt, warum hast du sie so benannt, charismatische Leiter? Today in English, the word charismatic has its own meaning. Heutzutage im Englischen, da hat das Wort charismatisch eine eigene Bedeutung. I use that word because of its bigger meaning, not just a smaller meaning that is often used in Christian context. Ich benutze dieses Wort wegen der größeren Bedeutung, nicht nur der engeren Bedeutung, die wir auch im christlichen Kontext sehen. In that the leader, God would anoint a leader with the Holy Spirit, and he would be raised up, and he would have the following of the people. Dass Gott Menschen ernannt hat und ihm den Heiligen Geist gegeben hat und erst dann aufstand und die Leute nachgefolgt sind. So that's why I use it. Deswegen nenne ich sie charismatische Leiter. Yes. Yeah, just a statement you made that I would like more enlightenment to that. You said that the authors or the writers of the Bible, some of them quote some of the word, and it doesn't necessarily mean God approving. And one of the statements I often hear is that people say the scripture is God word or God inspiring people to write. So how do these two statements fit in? If author or writer just can describe saying or put word that God does not necessarily approve. Du hast gesagt, dass manche der Bibelschreiber vielleicht Dinge hingeschrieben haben, die Gott nicht gefallen. Wie kann das sein? Ich dachte, die waren alle von Gott inspiriert. Wie kann es dann sein, dass die etwas schreiben, was Gott nicht gefällt? To me, there's no question that the Bible is inspired by God. That's the first thing I need to say, in case that's a question you may have. Also für mich ist es ganz klar, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. Das möchte ich erstmal sagen, weil vielleicht stellst du dir die Frage. But it has to do with us recognizing the kind of literature we are engaging with. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, was die Literaturart ist, mit der wir hier zu tun haben. Have you as a class had a discussion on the different kinds of literature in the Bible? Habt ihr euch die verschiedenen Literaturarten in der Bibel schon angeschaut? Yes, We have. Basically, Well, we're doing it one literature genre at a time. Good. As we get to it. good.
So it's really important that when we come to a book, we know the kind of literature it is so we can engage with it correctly. Es ist total wichtig, wenn wir zu einem Buch kommen, dass wir wissen, was die Literaturart ist, damit wir richtig damit umgehen können. And so I understand, for example, you looked at Hebrew poetry last week. Und zum Beispiel habt ihr euch letzte Woche hebräische Poesie angeschaut. And I'm sure you discovered that if you try to read poetry as if it's just like straight news report, you can get really messed up. Ihr habt natürlich gemerkt, wenn wir Gedichte so lesen, als wäre es einfach eine faktische Erzählung, dann werden wir sie total falsch verstehen. And in the historical narrative, what we have recorded is what happened. Was wir hier bei den historischen Erzählungen haben, ist eine Aufzeichnung dessen, was passiert ist. And that doesn't mean, because it's recorded, that God approves of it. Das heißt nicht, dass nur weil es niedergeschrieben wurde, dass Gott das okay fand, was da geschrieben ist. Surely you can see there's a lot that happens that God doesn't approve of. Sicherlich kannst du erkennen, vieles von dem, was niedergeschrieben war, findet Gott nicht okay. Sometimes there's a commentary, and therefore it's obvious. Manchmal ist ein kurzer Kommentar dabei und dann ist es ganz klar. But my point, very simply, is sometimes there isn't a commentary, and it's simply recorded. An manchen Stellen finden wir aber keinen solchen Kommentar, sondern es ist einfach festgehalten. But the scripture in other places would indicate to us whether it was a good or a bad thing. Aber die Bibel gibt uns dann Hinweise in anderen Teilen der Bibel, ob das was Gutes oder was Schlechtes war. And so one of the big areas in the Old Testament that can really, I think, confuse some people Ein Bereich des Alten Testaments, der Leute echt verwirren kann, is it has to do with the relationship of women with regard to leadership. hat mit dem Thema Frauen und Leiterschaft zu tun. There's a big debate in the body of Christ right now, which you may be aware of. Aktuell findet da ganz viel Diskussion in der weltweiten Gemeinde statt. One group that would consider themselves egalitarian in their understanding that men and women both have a place according to their calling in leadership. Da gibt es die eine Seite, die würden sich egalitär nennen, die sagen, dass Männer und Frauen, je nachdem was ihre Fähigkeiten oder ihre Talente sind, dass sie beide in Leiterschaft sein können. And others that would say no, the scripture teaches that we, male and female, are equal in relationship to salvation, but there's different roles that they would play. Auf der anderen Seite gibt es die, die sagen, nein, Mann und Frau sind gleich vor Gott, auch was das Heil angeht, aber wir haben verschiedene Rollen zu spielen. And leadership is always male. Und Leiterschaft sollte immer männlich sein. There's a British Bible teacher, his name is David Pawson. He wrote a book called Leadership is Male. Ein britischer Bibelforscher hat sogar ein Buch geschrieben und der Titel davon ist, übersetzt, Leiterschaft ist männlich. What's the title of the book? Leadership is Male. And it's by David Pawson. Von David Pawson kommt das Buch Leadership is Male. Leiterschaft ist männlich. And so you don't have to guess what he believes. Es ist halt ziemlich leicht für euch zu erraten, was der Mann glaubt. And one of his arguments is that in the Old Testament, leaders were always male. Eines seiner Argumente ist, im Alten Testament waren die Leiter immer männlich. Apart from Deborah, Außer Deborah. one difference there, Ein Unterschied, den wir da sehen. but he would argue it was the weakness of, was it Barak? Barak is the army general. Aber er argumentiert dann einfach, nein, es war wegen der Schwäche, der Unsicherheit von Barak, dem Armeegeneral. And of course, what he says is true, that is what we see. Und irgendwo hat er da recht, das steht da so. But is that, or was that God's intention? Aber war das Gottes Absicht? Because when you go back before the fall, Wenn wir zurückgehen in die Zeit vor dem Sündenfall, we see God creating male and female, da sehen wir, wie Gott männlich und
weiblich, Mann und Frau erschafft, Female was created out of the side of the man, wie die Frau aus der Seite des Mannes erschaffen wurde, so that she would be a partner with him. dass sie sein Partner sein sollte. And interestingly, God is very clear the way marriage should work. Interessanterweise sagt Gott auch ganz klar, wie Ehen funktionieren sollen. If you can imagine Manuel as the man and me as the woman, Wenn ihr euch vorstellen könnt, Manuel als Mann, ich als Frau. God said that. Gott hat das gesagt. God said that when it came to marriage, that a man should leave his father and mother and be joined to his wife. Er sagte, wenn es was die Ehe angeht, dann soll ein Mann seinen Vater und Mutter verlassen und mit seiner Frau zusammenkommen. Now you go back over there. What happens in most societies that doesn't happen. What happens is the woman leaves her father and mother and is joined to the man. Interessanterweise passiert das in den meisten Gesellschaften überhaupt nicht, sondern was tatsächlich passiert ist, dass die Frau ihre Verwandtschaft verlässt und zum Mann zieht. And that's how you get a patriarchal society. Das schafft eine patriarchistische Gesellschaft. And in some societies, the fact the woman goes into the house of the husband means her life is very miserable. In manchen Gesellschaften, wenn die Frau dann ins Haus ihres Mannes einzieht, wird ihr Leben total miserabel. She basically becomes the slave of the mother-in-law. Sie wird im Prinzip zur Sklavin ihrer Schwiegermutter. And so you see God accommodating that. Ihr seht also, wie Gott dann damit umgeht, dafür dann Regeln schenkt. But was that God's best? Is that what God intended, or is it a consequence of the fall? Aber war das Gottes bester Wille? War das, was Gott als Absicht hatte? Oder ist das nur eine Konsequenz des Sündenfalls? Genesis 3, one of the consequences of the fall, you may remember, it talks about Eve, that your husband will have control over you. Ihr wisst vielleicht noch in 1. Mose 3, eines der Konsequenzen für Eva war, dass ihr Mann sie kontrollieren würde, dass er die Herrschaft über sie hat. And this is one of the things the gospel is transforming. Und das ist etwas, was das Evangelium jetzt verändert, auf den Kopf stellt. In the new creation, In der neuen Schöpfung, which we are partakers of even partly now, und diese neue Schöpfung erfahren wir zum Teil schon jetzt, can be summarized by the prophecy of Joel that is repeated in Acts 2. die kann zusammengefasst werden durch die Prophetie von Joel, die in Apostelgeschichte 2 wiederholt wird. And when you read that particular prophecy, you find every barrier in society was broken down with the outpouring of the Spirit. Wenn ihr diese Prophetie lest, dann seht ihr da, dass durch das Ausgießen des Geistes jede Abgrenzung in der Gesellschaft niedergebrochen wird. The Spirit was being poured out upon not just the people, but also the servants. Der Geist wurde nicht nur auf die freien Menschen, sondern auch auf die Diener ausgegossen. It wasn't just the men, but it was also the women. Nicht nur auf die Frauen, sondern auch nicht auf die Männer, sondern auch auf die Frauen. It wasn't just Jew, it was also Gentile. Nicht nur auf die Juden, sondern auch die Heiden. It wasn't only the old, but it was also the young. Nicht nur auf die Alten, sondern auch auf die Jungen. And you see barriers broken down, ethnic barriers broken down, age barriers broken down. All barriers were broken down in the outpouring of the Spirit. Und ihr seht, wie da diese Grenzen niedergebrochen werden. Zwischen Mann und Frau, zwischen verschiedenen Altersgruppen, zwischen verschiedenen sozialen Gruppen. Sometimes it takes us longer to catch up with that. Und manchmal brauchen wir als Gemeinde ein bisschen länger, bis wir da hinkommen. But the Apostle Paul said it well, that in Christ Jesus there's neither Jew nor Greek, slave nor free, male and female. Der Apostel Paulus hat es aber gut gesagt, dass in Jesus Christus ist weder Mann noch Frau, weder Sklave noch Herr, weder Heiden noch Juden gibt. We're all one in Christ Jesus. Sondern wir alle eins sind in Jesus Christus. And so it is really helpful if we recognize that when we're reading this, we're reading about a fallen world and God accommodates things. Also, was ich damit sagen möchte, ist echt hilfreich, wenn wir sehen, dass Gott mit dem Material, mit dieser zerbrochenen Welt umgeht und wie er dafür Gesetze schenkt.
Another really good example at the beginning of Samuel here is we're introduced to this man. He seems a really good man, and his name was Elkanah. Am Anfang von Samuel hier, da wird uns ein Mann vorgestellt und scheinbar ein wirklich guter Mann, er hieß Elkanah. And he had 2 wives. Der hatte 2 Frauen. Now the first time polygamy is in the Bible is with Lamech after the fall. Das erste Mal, wo wir Polygamie in der Bibel finden, das ist mit Lamech nach dem Sündenfall. And I still remember my children coming to me and saying, Dad, how come God seems to like polygamy in the Old Testament but not in the New? Ich weiß noch, wie meine Kids zu mir kamen und mich gefragt haben, Papa, warum mochte Gott die Polygamie im Alten Testament, aber nicht im Neuen? And certainly we do see that in the Old Testament. Und stimmt, wir sehen viel Polygamie im Alten Testament. But there's 2 interesting observations. Dazu gibt es aber 2 interessante Beobachtungen. Firstly, often it is just stated that this was the case. Zunächst mal, es wird oftmals einfach nur also gesagt, so kommuniziert, dass das der Fall war. But if anything more is said, Wenn aber noch etwas dazu oder darüber gesagt wird, there's no story where polygamy was a happy situation. es gibt keine einzige Geschichte, in der Polygamie zu einer glücklichen Situation geführt hat. And this is a really good example Diese Geschichte ist ein wirklich perfektes Beispiel dafür. because Elkanah had 2 wives, Denn Elkanah hatte 2 Frauen and one of them, Hannah, she was not able to have children. Eine von ihnen, Hannah, konnte keine Kinder bekommen. And in verse 6 of chapter 1, it talks about her rival provoking her severely. Und in Kapitel 1, Vers 6 heißt es dann, ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr. So there were 2 wives, but the relationship was a real hateful one because of the abuse of this one wife to Hannah, the second wife. Es gibt da also 2 Frauen, aber ihre Beziehung war echt fast erfüllt, weil die eine die andere unterdrückt hat. And so we see, yes, it was a factor. God accommodated it in the Old Testament. Wir sehen also, das war ein Faktor in der Gesellschaft und Gott hat damit auch gearbeitet, hat dafür auch den Rahmen geschaffen. But it was Jesus, when he was talking about marriage in the Gospels, that put marriage back into its original context. Aber Jesus, wo er dann über Ehe spricht im Neuen Testament, da setzt er dann Ehe wieder in den ursprünglichen Kontext. Which is why, as Christians, we believe in one man and one woman in a marriage. Deswegen glauben wir als Christen an einen Mann und eine Frau in der Ehe. Because in Genesis we don't see that Adam took Eve and Shirley and Celia and all these other women. Denn in 1. Mose sehen wir nicht, dass Adam die Eva geheiratet hat oder neben sich hatte und dann noch die Shirley und die Celia und alle möglichen anderen. What time is coffee break? That's an important question. 10:30. Okay, is that... that's a long answer to... I can't remember who asked the question. But anyway, that's a long answer to a short question. Yes. And I also have a short question. Was it normal in these days that men had many women? Because I once heard that with David, he also had many women and that it was perfectly normal. And Noch eine Frage. War es normal, dass ein Mann zu dieser Zeit viele Frauen hatte? Ich habe mal gehört, zu Davids Zeit, der hatte ja viele Frauen, war das total normal. The evidence is that it wasn't necessarily normal that everyone had more than one wife, but it was acceptable and it did happen. Was wir so sehen ist, nicht unbedingt jeder hatte mehrere Frauen, aber es war okay, es war gesellschaftlich akzeptiert und es ist auch vorgekommen. There is also a custom of a man having what we could call like a half-wife, known as a concubine. Es gab auch die Möglichkeit, es ist auch oft passiert, dass ein Mann so etwas wie eine Halbfrau hatte, eine Konkubine. Mostly it would seem that the purpose of this woman was for a man's sexual pleasure. Es schien meistens darum zu gehen, dass der Mann einfach das sexuelle Vergnügen mit ihr hatte. But she was looked after, fed, clothed, kind of like a wife.
Sie wurde aber versorgt mit dem, was sie zum Leben brauchte, so ein bisschen wie eine Frau. But another understanding that God accommodated was kings would often have a harem. Aber noch eine andere Tradition, mit der Gott auch umgeht, ist, dass Könige oft einen Harem hatten. And the bigger